So, wir sind in Kroatien. Guck mal was. Jetzt. Und hier ist ein bisschen was los an der Grenze. Aber wir sind drin. Wir können das Meer sehen. Das Mittelmeer ist in Sichtweite. Jetzt geht's bergab zum Mittelmeer. Dahin kann man es erkennen. Wundervoll. Geil. Perfekt. Wir kommen dem Meer immer näher. Da unten ist es schon. Ich glaube, wir müssen nur noch den Berg runter und dann sind wir da. Suchen uns einen Strand. Das machen wir. Hallo. Ja, wie man sehen kann, sind wir ja am Mittelmeer. Wir sind gestern angekommen. Da haben wir die slowenisch-kroatische Grenze erreicht und haben auch gestern die erste Nacht hier verbracht, also von gestern auf heute. Und ja, sind jetzt auf dem Weg nach Split. Fahren fast immer entlang der Küste. Also werden immer viel Wasser haben. Zwischendurch auch mal ins Meer hüpfen. Habe ich gestern auch schon gemacht. Das war so schön. Und ja, ist ein geiles Gefühl, am Mittelmeer angekommen zu sein. Ja, wir sind weiter an der Küste vom Mittelmeer entlang der kroatischen Küste unterwegs. Und ja, sehr geil bis jetzt. Waren auch eben wieder eine Runde schwimmen und ordentlich warm. Wir haben jetzt gerade ein kleines Toilettenhäuschen gefunden, da konnten wir uns dann noch ein bisschen Wasser abzwacken. Und ja, weiter geht's. Gibt Gurken, Tomaten, dann gibt es Haferflocken, Knäckebrot, Nektarinen, Weintrauben, Blaubeeren. Lecker. Ein Vorteil, wenn man am Mittelmeerraum unterwegs ist, sind die ganzen Kräuter, die überall wachsen. Hier haben wir Rosmarin, der wächst hier überall wild und zwar nicht gerade wenig. Und Salbei hatten wir hier auch, der ist aber... Pilze? Minze haben wir auch schon gefunden und Lorbeerblätter. Die sind da hinten. Achso, das hier war unser Schlafplatz, den wir nach langer Suche dann entdeckt haben. Hier in Kroatien ist das durch die ganzen Berge gerade ein bisschen tricky, einen Schlafplatz zu finden. So, was haben wir hier noch? Lorbeerblätter. Also mit Kräutern sind wir versorgt und hier auch noch mehr Rosmarin.
Basti hat gerade von Italienern, die oben an so einem Aussichtspunkt Pause gemacht haben, ein kaltes Bier geschenkt gekriegt. Richtig nett. So, Tag 3 in Kroatien. Wir sind wieder unterwegs. Gestern Abend hatten wir eigentlich einen recht tollen Zeltplatz gehabt. Direkt unten am Wasser, am Meer. War also, Luftlinie war das Meer vielleicht 5 Meter entfernt. Nur halt der Liegeplatz war nicht so toll. Man lag ein bisschen schräg und naja, aber es ging. Die Zeltplatzsuche in Kroatien gestaltet sich hier ein bisschen schwierig, weil man sieht's ja, hier ist überall felsiges Gelände. Von daher sowieso nicht so einfach. Aber wir kriegen es immer wieder hin. Und wenn man dafür abends noch mal im Meer baden kann, ist das eine gute Entschädigung. Von daher, ja, unser Weg führt uns aber weiter nach Split. Mal gucken, wie weit wir kommen. Was ganz nett ist, der Verkehr ist ein bisschen weniger geworden als die letzten Tage. Es kommen vereinzelt nur noch Autos. Nicht so wie wir gestern oder vorgestern hatten, dass ganze Blechlawinen an einem vorbeigerollt sind. Das war echt anstrengend dann zu fahren. Aber bis jetzt ganz angenehm wieder. Ist das nicht eine coole Aussicht? Ja, wir sind ja weiter an unserer Küstenstraße in Kroatien unterwegs, Richtung Split. Und heute knallt ja mal nicht so die Sonne von oben, was aber nicht heißt, dass es nicht warm wäre. 30 Grad haben wir trotzdem, aber eine wohlbekommene Abkühlung, würde ich mal sagen. Die letzten Tage hatten wir ganz sowas um die 34 bis 38 Grad. Also von daher ist das eigentlich gar nicht so schlecht. Und ja, wir machen jetzt hier, nachdem wir wieder ein bisschen bergauf gefahren sind, eine kleine Pause und ja, genießen die Reise. Also bis jetzt macht alles immer noch Spaß, ist top. Und wir hoffen, dass die Pandemielage sich noch positiv für uns noch weiterhin entwickelt, also nicht weitere Fallzahlen dazukommen, sondern langsam eher rückläufig wird. Da wir sonst nämlich auch unsere Route umlegen müssen, was wir hoffen, was wir jetzt nicht machen müssen, aber naja, bleibt abzuwarten. Aber wir halten euch auf dem Laufenden, ihr kriegt es ja mit. Wir haben einen guten Zeltplatz gefunden, und zwar werden wir hier, der Boden ist relativ flach und bietet ausreichend Platz für das Zelt. Hier ist zwar so ein Stein, aber wir bauen das Zelt da vorne mehr so auf. Das passt auf jeden Fall. Ja, da ist ein kleiner, den kriegst du aber auch nicht weg. Wir haben jetzt hier unsere Sachen runtergepackt. Da vorne geht die Straße lang. Da ist eine kleine Brücke mit einem Durchgang. Da ist auch direkt das Meer. Deswegen haben wir gesagt, wir lassen unsere Sachen jetzt hier, ziehen uns um, gehen da durch den Tunnel durch und ab ins Meer abkühlen. Und heute Abend, wenn der Verkehr sich ein bisschen beruhigt hat und beziehungsweise hier ist echt nicht viel Verkehr im Gegensatz zu den letzten Tagen. Und wenn es ein bisschen dunkler wird, also die Sonne langsam untergeht, dann bauen wir unser Zelt hier auf, dann kriegt das auch gar keiner groß mit. Und da hinten am Wasser ist halt an dem kleinen Strand, den zeigen wir euch gleich auch noch, ist halt nur eine Familie mit 2 Kindern und ja, die werden auch nicht allzu lang bleiben, deswegen hier gefällt es uns. Wir sind am Wasser angekommen. Ja, leider heute ein bisschen windig, noch nicht ganz so, aber es hat auch mal wieder mal geblitzt da hinten, also irgendwo da ganz hinten, was aber jetzt nicht so weiter schlimm ist. Ich hoffe, man versteht mich gut. Ja, das ist dieser Tunnel, da sind wir gerade durchgekommen, dahinter pennen wir, das sind nur ein paar Meter. Und ja, jetzt gehen wir hier eine Runde baden. Yeah! Guten Hallo. Wir haben einen schönen Strand gefunden, wie man schon im Hintergrund sieht. Wir haben jetzt hier unsere Räder geparkt. Und dann müssen wir hier diesen weiten Weg rüber bis ins Wasser. Und das Schöne ist, wir haben auch endlich mal eine öffentliche Toilette gefunden, wo wir auch Wasser auffüllen können und sowas gerade. Sauber und voll cool. Und jetzt gehen wir erstmal baden. Es ist nämlich schon wieder warm.
ein Bett für uns. Da hinten ist das Meer. Leider sind wir so weit weg. Aber wir waren heute schon drin. An einer anderen schönen Stelle, wo wir auch Wasser auffüllen konnten. Vorsicht, Kühe. Überall sind diese Kuhschilder. Wir haben aber noch nicht eine einzige Kuh in Kroatien gesehen. Rum, rum, rum. Wir haben uns heute ein hübsches kleines Häuschen gemietet, spontan, bei der Durchreise. Und zwar kommt man hier rein. Hier ist die Straße. Hier ist unsere Terrasse. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass uns keiner sieht. Draußen war die Terrasse, genau. Dann haben wir hier den Flur. Hier haben wir ein Zimmer. Noch ein Zimmer. Das war wohl mal das Bad. Hier ist noch ein Zimmer. Und jetzt kommen wir in unser Schlafzimmer. Und zwar, hier schlafen wir. Und hier vorne breiten wir nachher unser Bett aus. Richtig hübsch. Sogar mit offenen Fenstern, Panoramablick zu allen Seiten. Schön. So, wir bauen jetzt gleich ab und frühstücken und dann geht's weiter Richtung Split. Und so wie es aussieht, wird es heute wieder ein langer, heißer Tag. Da hinten war das verlassene Haus, wo wir geschlafen haben. Basti kommt da gerade her, schiebt da durch die Botanik, durch die ganzen Pika. Direkt an der Straße war es. Da waren noch keine Fenster und so drin, das hat auch ziemlich geschallt. Und immer wenn ich mich bewegt habe mit meiner Matratze, war das sowas von laut, dass wir Angst hatten, dass es einer hört. Hier ist eine Schildkröte. Wir haben jetzt einen ganz fiesen Berg vor uns. Man sieht die Straße da hinten schon hochgehen. Sieht vielleicht auf der Kamera nicht so steil aus, aber es ist sehr hoch. Da müssen wir jetzt rüber, über diesen Berg. Viel Spaß! So, da unten sind wir eben hergekommen. Der Straße da. Sind hier unten einmal lang gefahren, den Berg hier hoch. Und jetzt müssen wir hier noch weiter hoch. Auf der anderen Seite geht es weiter. Hinter diesem Hügel da oben. Und dann sollte es erstmal bergab gehen. Da hinten ist das Wasser wieder. Wir mögen Wasser. Auf zum Wasser. Eine extra 360. Ja. Das hätte ich auch, wenn du das Video machst, so durchgehen mit 360, wo die Leute sich das dann so angucken können. Wäre jetzt hier doch ganz cool.
Wir sind hier in Split und hier in der Altstadt ist das so verwinkelt, dass man sich beinahe verläuft. Aber richtig cool. Wenn man guckt, das ist wirklich ziemlich alt alles. Aber das ist interessant. Verrückt. Wir sind endlich wieder am Wasser angekommen. Juhu! Jetzt suchen wir uns ein schönes Plätzchen zum Baden. Guten Hallo. Wir machen gerade einen kurzen Stopp hier an einem Supermarkt. Jasmin ist kurz reingegangen in den Supermarkt. Wir sind gestern in Split losgefahren bei schönstem Wetter und jo, haben dann ein paar Kilometer gemacht und haben dann einen schönen Zeltplatz gefunden. Da haben wir gedacht, so, da ist ein Strand in der Nähe. Dann sind wir erstmal nochmal zum Strand hin, haben eine Runde gebadet und sind dann zum ausgesuchten Zeltplatz wieder hin. Da haben wir dann genächtigt, war auch echt ruhig gewesen und sind dann heute Morgen dann wieder aufgestanden. Leider regnet es gerade ein wenig, was jetzt aber auch nicht so schlimm ist. Also wir haben trotzdem noch 31 Grad bei dem Regen. Und vorhin haben wir an einem anderen kleinen Supermarkt gehalten. Da haben wir noch eine Packung Milch geholt, weil wir noch von Split, da hatten wir uns zum Frühstück Kellogg's geholt. Und die haben wir jetzt, haben wir dann vorhin, weil wir noch Milch gebraucht haben, noch eine Packung Milch geholt und die dann aufgesnackt. Und jetzt sind wir halt dann weitergefahren, weil hier noch ein großer Supermarkt ist, weil Jasmin noch ein paar Besorgungen machen muss. Und ja, ich warte jetzt kurz hier draußen und genieße den Regen, die Abkühlung. Ja, wir befinden uns weiter auf dem Weg Richtung Süden nach Bosnien und Herzegowina. Und Kroatien zeigt uns heute, dass es auch anders kann, außer Sonne satt und Hitze von oben. Ja, es regnet immer wieder mal ein bisschen. Wir haben, ich weiß nicht, ob man das gerade gehört hat, es donnert und blitzt auch. Aber was jetzt nicht unbedingt die Temperatur so drückt, wir haben trotzdem jetzt nicht mehr heiße, sondern schwüle 31 Grad trotzdem. Also es ist trotzdem ordentlich warm. Und daher ist der Regen jetzt gar nicht so schlimm, weil es nur ein bisschen tröpfelt. Das ist eine gern gesehene Abwechslung und eine schöne Abkühlung mal. Und ja, wir fahren weiter nach Bosnien. Da wollen wir morgen ankommen. So, hallo. Wir haben für heute einen richtig coolen Zeltplatz gefunden. Eigentlich schon vor 2 oder 3 Stunden. Aber wir haben die Zeit genutzt, um mal im Meer baden zu gehen und ein bisschen zu entspannen und alles. Und Jasmin sitzt da noch. Jetzt haben wir eben noch gekocht und gegessen. Und hier haben wir unsere Fahrräder. Wir konnten jetzt direkt hier runter zum Strand schieben. Von hier, man sieht es ja, wo wir gekommen sind, da in den Wald rein. Dann geht es dann hoch zur Straße, die da oben auch lang geht. Ja, wir haben uns hier einen schönen Platz jetzt gesucht, direkt am Wasser. Da sind noch ein paar Leute, wir warten noch bis die weg sind, dann bauen wir unser Zelt auf. Und unser Zelt wird genau hier stehen. Und dann haben wir 1 Meter bis zum Meer. Also noch näher kann man gar nicht mehr schlafen. Und ja, wir freuen uns schon drauf. So, wir haben unseren Schlafplatz aufgebaut, das Zelt steht. Und wie ihr sehen könnt, direkt am Wasser. Und wie man aussieht, es wird langsam dunkel, aber das ist doch mal ein geiler Zeltplatz. Direkt am Wasser. Guten Morgen.
So, wir sind am Zusammenpacken und fahren heute weiter Richtung Süden, Richtung Bosnien-Herzegowina. Dort werden wir, das sind noch so circa 60 Kilometer, da wir tagsüber über die Grenze wollen und nicht am späten Nachmittag, werden wir so 10 Kilometer vor der Grenze dann nochmal schlafen. Und dann, dass wir morgen nach Bosnien-Herzegowina reinreisen. Da werden wir aber nur einen kurzen Transit durchmachen, aufgrund der aktuellen Lage, da man eigentlich für Einreise einen negativen PCR-Test vorweisen müssen. Und für den Transit nicht. Und da wir dann gesagt haben, gut, dann nehmen wir halt die schnellste Strecke, dann können wir uns ersparen, dass wir hier in Kroatien jetzt noch einen Test machen müssen und bezahlen müssen. Und fahren dann quasi den direkten Weg wieder weiter Richtung Süden. Da kommt ja dann wieder Kroatien, was ganz lustig ist. Ist ja nur kurz getrennt. Und das sind dann knapp 12 bis 13 Kilometer, die wir dann durch Bosnien fahren. Und dann sind wir wieder in Kroatien. Das ist so der Plan für die nächsten paar Tage. Dann fahren wir Richtung Süden weiter durch Kroatien bis durch Montenegro, Albanien und dann biegen wir ab nach Nordmazedonien, Bulgarien. Dort werden wir dann einen PCR-Test machen müssen, da wir nach Griechenland weiterreisen wollen. Und Griechenland gibt momentan an, der einzigste Überlandweg nach Griechenland rein ist ein Grenzübergang in Bulgarien, wo auch internationaler Verkehr rein darf. Man muss aber auch einen Test vorweisen. Wir haben uns jetzt schon mal ein Krankenhaus in der Nähe der Grenze rausgesucht und haben die Formulare, die wir brauchen, dass wir quasi ins Krankenhaus gehen und sagen, hey, hier, wir wollen gerne einen Test machen. Hoffentlich geht das schnell, weil sie führen wohl mehrere am Tag durch. Kann aber auch sein, dass wir auf eine Warteliste kommen und vielleicht ein paar Tage warten müssen, was jetzt nicht so schlimm ist. Dann warten wir halt da. Weil eine andere Möglichkeit, momentan nach Griechenland reinzukommen, gibt es nicht auf dem Landweg. Deswegen mussten wir die Route ein bisschen umlegen. Deswegen werden wir leider nicht Serbien und Kosovo durchfahren. Aber dafür haben wir Bulgarien gewonnen. Also so ist die momentane Lage und mal gucken, ob auch alles wirklich so klappt. Wie gesagt, wir fahren jetzt erstmal weiter Richtung Süden, morgen nach Bosnien, dann wieder nach Kroatien und dann weiter Richtung Süden nochmal ein Stück. Dann kommt der Montenegro, Albanien und ab Albanien ungefähr, ab Montenegro, Albanien die Grenze ungefähr, biegen wir dann nach Osten ab, wo es ja dann nach Mazedonien geht und nach Bulgarien. Sollte es vorher möglich sein, schon irgendwie nach Griechenland zu kommen, dass die albanische Grenze oder die nordmazedonische Grenze nach Griechenland wieder aufmacht, weil die ist aktuell nur für griechische Staatsbürger offen, werden wir wohl was früher einreisen, vorausgesetzt die Lage gibt das so her, mit dem, dass man keinen Test braucht oder man muss gucken, dass man sich vorher noch einen Test holt. Weil jetzt für Bulgarien haben wir alles rausgesucht extra, wo wir einen Test machen können, was die Kosten sind aber dazu dann später dann irgendwann mehr, wenn es dann soweit ist. Vielleicht ändert sich ja nochmal was zum Positiven. Bleibt spannend. Da hinten ist die Grenze nach Bosnien. Da fahren wir jetzt rein. Dann fahren wir einmal durchs Land durch, wollte ich sagen, 12 Kilometer am Wasser lang. Dann sind wir wieder in Kroatien. Hi, so, wir sind in Bosnien angekommen. Bosnien-Herzegowina, um genau zu sein. Und eigentlich hatten wir ja vor, nur kurz hier durchzutransitieren, da eigentlich bei Einreise, egal von welchem Land, also von jedem Land kommend, ein negativer PCR-Test vorgewiesen werden muss, der nicht älter als 48 Stunden ist. Außer man benutzt halt diesen Transit, dass man einfach nur schnell durchreist. Dann braucht man den nicht vorlegen, dann hat man aber auch nur eine gewisse Zeitspanne, um durchzureisen. Wir sind gerade aus Kroatien eingereist und es gab nur eine
ja, ganz normale Passkontrolle einfach nur auf der kroatischen Seite, wo einmal kurz gescannt wird, geguckt wird, liegen irgendwelche Straftaten vor. Da ist auch ganz lustig, die Polizeibeamtin war wohl auch nicht so interessiert gewesen. Jedenfalls, sie hat nur meinen gescannt und uns dann die Pässe zurückgegeben und dann Tschüss gesagt. Auf bosnischer Seite hat gar nichts stattgefunden, also da war noch nicht mal ein Kontrollhäuschen oder irgendwas, was wir uns jetzt erst ein bisschen Gedanken gemacht haben, weil wir den Transit wegen der blöden Corona-Pandemie und so. Aber jetzt ist alles ganz einfach geworden und jetzt reisen wir, aber wir behalten unseren Plan, wir reisen einfach nur kurz weiter. Und zwar fahren wir hier die Straße weiter, die geht hier unten durch die Ortschaft. Neum heißt die. Und dann einmal um diese Landzunge da einmal rum. Und dann kommt da hinten auch direkt schon wieder Kroatien. Das sind jetzt noch so 9 Kilometer, 8, 9 Kilometer, dann sind wir schon wieder in Kroatien. Mal gucken, wie es da dann bei der Ausreise aussieht, ob sie da mehr kontrollieren. Und ja, Kroatien reinkommen sollte nicht das Problem sein. Wir haben uns da ganz normal über dieses Online-Formular angemeldet, wie beim letzten Mal. Und es gab auch letztes Mal keine Probleme. Und ja, also wir fahren jetzt weiter durch Bosnien. Ein kleines Stück jedenfalls. So, wir sind wieder in Kroatien. Wir sind jetzt für 12 Kilometer durch Bosnien gefahren und sind schon wieder drüben auf der anderen Seite. Ganz unkompliziert. Weiter geht's. So, wir fahren jetzt wieder aus Dubrovnik raus. Wir sind gerade an unserer Unterkunft losgefahren und fahren jetzt Richtung Montenegro. Da kommen wir auch heute an. Schön hier. Aber ziemlich bergig und sehr, sehr viele Treppen runter in die Stadt. Da ist Dubrovnik. Aber wenn man aus der Stadt raus will, muss man erstmal hier so einen ganz steilen Berg hoch. Ganz steil bis da oben hin. Da ist die Hauptstraße wieder. Basti fährt da oben. Sieht schön aus hier. Es war auch echt eine schöne Stadt. Weiter geht's.
Achtung, Wildschwein. Ein Pumba. Hier gibt es so viele Achtung, Wildschwein und Achtung, Kuhschilder. Wir haben aber weder eine Kuh noch ein Wildschwein gesehen. Stattdessen sollten Sie lieber mal ein Achtung, Fahrradfahrer-Schild hinstellen. Es gibt mehr Fahrradfahrer als Kühe und Wildschweine. Hier ist der Fred Feuerstein. Wir haben ihn gefunden. Hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Basti. Nur, dass er keine Krawatten mag. Ne? Sieht aus wie du. So, wir sind gerade durch die Grenzkontrolle von Kroatien durch nach Montenegro. Alles ohne Probleme, ging ganz schnell, kein Verkehr. Wir haben 1 Minute an der Grenze verbracht. Und jetzt, welcome to Montenegro. Saustark.